Hi, ich bin Jonas von Grow Technology und ich werde euch heute etwas über das Thema Automation erklären. Denn es ist gar nicht mal so unwichtig zu verstehen, wie diese Dinger funktionieren, wie man eine Automation richtig programmiert und das auch, wenn man einen KI-Controller nutzt. Fassen wir das Ganze doch mal kurz zusammen. Eine Automation ist eine Sammlung von Programmierungen einzelner Geräte, die zusammengefügt eine Automation ergeben. Das ist ein absolutes Must-Have für Controller 69 Besitzer, weil ganz ehrlich, diese Funktion mit Automation ist sehr essentiell und bringt euch einen Haufen Vorteile. Für KI-Nutzer ist es trotzdem auch ganz wichtig zu verstehen, wie eine Automation funktioniert, denn die KI ist schon wirklich ziemlich intelligent. Aber es gibt hin und wieder auch die eine oder andere Situation, die die KI vielleicht nicht ganz abdecken oder erkennen kann. Und genau dafür ist auch bei einem KI-Controller eine Automation ziemlich hilfreich. Doch genug von der Theorie, gehen wir gleich in die Praxis über. Also wo findet ihr eigentlich die Automation? Die findet ihr in eurer AC Infinity App beim Controller unten links, der zweite Knopf. Ein großer weißer Kasten mit einem A drin, das steht für Automation. Kurz zu Beginn nochmal die Begrifflichkeiten erklärt. Der Modus ist die Programmierung für ein oder mehrere Geräte. Die Automation wiederum ist die Sammlung aus mehreren Modi oder Programmierungen. Aber gleich zu Beginn, CO2 und Bodenfeuchtigkeit-Modi, die lassen wir erstmal außen vor. Das würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Grundsätzlich unterscheiden wir zwischen zwei verschiedenen Arten von Modi. Das erste ist der zeitbasierte Modus, das zweite der klimabasierte Modus. Der zeitbasierte Modus richtet sich, wie der Name schon sagt, nach Zeiten und nach Intervallen. Das heißt, es ist komplett sensorunabhängig. Dementsprechend ist es vollkommen egal, welches Klima im Zelt herrscht, die Geräte arbeiten weiterhin nach ihrem Zeitplan. Das heißt, hier sind Min- und Max-Werte auch wirklich sehr relevant, denn das Gerät schaltet grundsätzlich von Min auf Max, es sei denn, es ist eine Lampe, doch dazu kommen wir später. Der klimabasierte Modus wiederum richtet sich eben, wie der Name auch hier sagt, nach dem Klima. Das heißt, es richtet sich alles nach der AC-Sonde. Dementsprechend können Min- und Max-Werte ein bisschen variabel gewählt werden, denn hier gibt es auch die Möglichkeiten, Übergänge und Puffer einzubauen. Das heißt, Geräte können je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder nach VPD-Wert sich nachjustieren bzw. eben ein gewünschtes Ziel oder einen Auslöser erreichen. Dementsprechend gibt es hier auch die Möglichkeit, ein genau definiertes Ziel anzugeben oder einen Auslöser, der ab einem kritischen Wert erst das Gerät auf eine höhere Stufe bringen soll, um diesen kritischen Wert wieder zu unterschreiten oder eben zu überschreiten, je nachdem, was gewünscht ist. Also merken wir uns grundlegend, der zeitbasierte Modus richtet sich nach Zeiten und Intervallen, klimabasiert richtet sich komplett nach der Sonne und ist etwas mehr justierbar. Zuerst klicken wir auf den blauen Kreis mit dem weißen Plus, um eine neue Automation zu erstellen. Anschließend sehen wir eine Übersicht der verschiedenen Modi, die wir verwenden können. Weiter unten gibt es auch sogenannte Rezepte als vorgefertigte Automationen. Die lassen wir in diesem Video allerdings außen vor, denn wir bauen uns unsere eigene Automation selbst Schritt für Schritt auf. Wir starten mit dem Aus-Modus. Als nächstes wählen wir aus, welches Gerät von diesem Modus gesteuert werden soll. Man könnte auch nach Gerätetyp sortieren und damit mehrere Geräte gleichzeitig steuern. Da wir in diesem Video aber gezielt zeigen wollen, wie man einzelne Geräte steuert, bleiben wir also bei der Portauswahl. Bei der Portauswahl sehen wir direkt die angeschlossenen Geräte mit ihrer jeweiligen Portnummer. Zusätzlich zeigt ein kleines Symbol den Gerätetypen, zum Beispiel eine Sonne für ein Growlight oder ein Wassertropfen für einen Luftbefeuchter. Wir wählen also Port 6, auf dem unsere Heizung angeschlossen ist, der Thermoforge T3. Im Aus-Modus legen wir jetzt eine Start- und Endzeit fest. Damit bestimmen wir den Zeitraum, in dem das Gerät ausgeschaltet bleibt. Zusätzlich können wir auswählen, an welchen Tagen dieser Modus aktiv sein soll. Den Dauerbetrieb lassen wir hier außen vor, denn ein Aus-Modus im Dauerbetrieb würde einfach bedeuten, dass das Gerät permanent ausgeschaltet bleibt. Wenn wir unten auf den kleinen Pfeil klicken, sehen wir noch einmal eine kurze Zusammenfassung unserer Einstellung. In diesem Beispiel bedeutet das, die Heizung an Port 6 wird jeden Tag von 12 bis 0 Uhr ausgeschaltet. Damit ist der Aus-Modus fertig eingerichtet. Wichtig ist dabei,
Ein Ausmodus alleine reicht nicht aus, da das Gerät sonst nach dem Ausschalten dauerhaft ausbleibt. Daher muss immer ein aktiver Modus die Zeit vor und nach dem Ausmodus übernehmen, da das Gerät sonst einfach ausgeschaltet bleibt. Als nächstes schauen wir uns den Ein-Modus an. Dafür wählen wir sinnvollerweise unser Growlight auf Port 2. Auch hier wählen wir zuerst wieder eine Start- und eine Endzeit, um festzulegen, wann das Gerät eingeschaltet sein soll. Zusätzlich können wir wieder bestimmen, an welchen Tagen der Modus aktiv ist oder auch einen Dauerbetrieb einstellen. Bei Lampen gibt es hier eine besonders interessante Funktion, den Sonnenauf- und Untergangsmodus. Dabei können wir genau festlegen, wie lange der Sonnenaufgang dauern soll, und dieser wird dann automatisch auch als Sonnenuntergang gespiegelt. In der App sehen wir dafür die Einstellungen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang mit einem Zeitfeld in Stunden und Minuten. Wichtig ist dabei, die Sonnenauf- und Untergangsphase wird in die gesamte Laufzeit mit eingerechnet. Wenn ich also zum Beispiel eine Laufzeit von 12 Uhr bis 0 Uhr einstelle, also 12 Stunden, und zusätzlich einen Sonnenaufgang von einer halben Stunde, dann startet die Lampe nicht sofort auf voller Leistung, sondern fährt von Stufe 0 langsam auf ihren Maximumwert hoch. Am Abend passiert dann das genaue Gegenteil. Sie dimmt innerhalb der letzten halben Stunde wieder sanft herunter bis zurück auf Stufe 0. Zum Schluss legen wir noch die Maximalstufe fest, welche die Lampe entweder direkt oder bis zum vollendeten Sonnenaufgang erreichen soll. Und somit ist auch der Ein-Modus für unsere Lampe abgeschlossen. Als nächstes schauen wir uns den Zyklus-Modus an. Zuerst wählen wir ein passendes Gerät aus, in diesem Fall einen Umluftventilator auf Port 4. Natürlich können wir auch hier wieder eine Start- und Endzeit festlegen, sowie die Tage auswählen oder einen Dauerbetrieb aktivieren. Damit bestimmen wir erstmal grundsätzlich, in welchem Zeitraum der Zyklus überhaupt laufen soll. Im nächsten Schritt geht es um den eigentlichen Zyklus. Hier stellen wir die Ein- und Ausdauer ein. Das bedeutet, wir legen fest, wie lange das Gerät im aktiven Betrieb auf Maximalstufe läuft und wie lange es anschließend im Min-Modus bzw. ausgeschaltet ist. In unserem Beispiel stellen wir einen Zyklus von 5 Minuten ein und 5 Minuten aus ein. Das bedeutet, der Ventilator läuft 5 Minuten, geht anschließend 5 Minuten aus und wiederholt diesen Ablauf kontinuierlich. Für einen Umluftventilator macht es allerdings oft mehr Sinn, ihn nicht komplett auszuschalten, sondern mit einer Minimalstufe dauerhaft laufen zu lassen. Aber für unser Beispiel setzen wir den Min-Wert trotzdem mal auf 0 und Max auf Stufe 6, um zu demonstrieren, dass ein Zyklus für ein intervallbasiertes Ein- und Ausschalten genutzt werden kann. Wichtig bei einem festen Zeitfenster ist, dass die Ein- und Ausdauer zur gewählten Start- und Endzeit passen. Sonst kann es passieren, dass der Zyklus einfach innerhalb der Zeit läuft und dann abrupt endet, sobald die Endzeit erreicht ist. Unabhängig davon, wo er gerade im Ablauf steht. Aber somit ist der Zyklusmodus auch schon mal vollständig eingerichtet. Als nächstes schauen wir uns den Temperatur- und Feuchtigkeitsmodus an. Auch hier wählen wir zuerst ein passendes Gerät aus, in unserem Fall die Abluft. Zuerst können wir wieder eine Start- und Endzeit festlegen und bestimmen, an welchen Tagen der Modus aktiv sein soll. In diesem Beispiel nehmen wir wieder die 12 Uhr mittags bis 0 Uhr nachts und das an allen 7 Tagen. Die Option intelligenter Außenmonitor lassen wir in diesem Video erstmal außen vor, da wir Controller 69 User hier nicht ausgrenzen wollen und uns aufs Innere des Zeltes konzentrieren. Schauen wir uns also die Temperaturauslöser an. Hier haben wir zwei Möglichkeiten, einen Hochauslöser und einen Niedrigauslöser. Der Hochauslöser ist dabei der entscheidende Wert und legt fest, ab wie viel Grad die Temperatur im Zelt zu hoch ist und die Abluft aktiv eingreifen soll. In unserem Beispiel setzen wir diesen Wert auf 28 Grad. Sobald dieser Wert erreicht ist, beginnt der Inline-Ventilator die warme Luft aus dem Zelt herauszuziehen. Zusätzlich können wir auch einen Feuchtigkeitsauslöser setzen, zum Beispiel auf 60%, um bei zu hoher Luftfeuchtigkeit ebenfalls gegenzusteuern. Das Gerät reagiert dann sowohl auf den Temperatur- als auch auf den Luftfeuchtigkeitsauslöser gleichermaßen. Im nächsten Schritt legen wir die Min- und Max-Stufen fest.
Die Min-Stufe setzen wir bei der Abluft auf 1, damit immer ein leichter Luftaustausch im Zelt stattfindet. Die Max-Stufe muss nicht zwingend auf 10 stehen. In unserem Beispiel wählen wir Stufe 7, um die Regelung etwas effizienter und kontrollierter zu gestalten. Ein sehr wichtiger Punkt bei Automation ist der Puffer. Der Puffer sorgt dafür, dass das Gerät nicht sofort wieder abschaltet, sobald der Wert nur minimal unter- oder überschritten wird. Wenn zum Beispiel ein Temperaturpuffer von 3 Grad eingestellt ist, dann läuft die Abluft nach Auslösung so lange weiter, bis die Temperatur wieder um 3 Grad gesunken ist. Das gleiche Prinzip gilt auch für die Luftfeuchtigkeit, zum Beispiel mit einem 5% Buffer. Die Option Übergang erkläre ich an einer späteren Stelle. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit, eine Mindest- und Maximallaufzeit festzulegen. Die Mindestlaufzeit sorgt dafür, dass das Gerät nach dem Auslösen mindestens eine bestimmte Zeit aktiv bleibt, zum Beispiel 5 Minuten, auch wenn der Wert vorher schon wieder im gewünschten Bereich, in unserem Fall 25 Grad oder 55% Luftfeuchtigkeit liegt. Die Maximalzeit begrenzt dagegen die Laufzeit, sodass das Gerät nicht unnötig lange auf hoher Leistung läuft, selbst wenn der Puffer noch nicht vollständig erreicht ist. Damit ist der Temperatur- und Feuchtigkeitsmodus im Grunde einmal grob erklärt und fertig erstellt. Zum Schluss schauen wir uns noch den VPD-Modus an. Dafür wählen wir als passendes Gerät den Luftbefeuchter aus. In diesem Beispiel lassen wir ihn im Dauerbetrieb laufen, da wir den VPD im Zelt möglichst konstant halten möchten und so flexibel auf Veränderungen in Temperatur und Luftfeuchtigkeit reagieren können. Im VPD-Modus haben wir grundsätzlich 2 Möglichkeiten. Wir können entweder mit einem Auslöser arbeiten oder mit einem Zielwert. In diesem Beispiel nutzen wir den Auslöser-Modus, da er die flexibelste Möglichkeit zur Anpassung bietet. Wir setzen unseren Hochauslöser auf etwa 1,4 kPa. Das entspricht einem bereits relativ trockenen, warmen Klima im Zelt. Anschließend stellen wir die Min- und Max-Stufen ein. In diesem Fall wählen wir 0 und 10, sodass das Gerät im Extremfall vollständig hochregeln kann, um den VPD aktiv zu beeinflussen. Grundsätzlich sollte der Wert aber möglichst stabil um die 1,4 gehalten werden. Danach aktivieren wir noch den Übergangsmodus und setzen den VPD-Übergang auf 0,1 kPa. Das bedeutet, dass das Gerät nicht sofort reagiert, sondern erst dann eine Stufe hochschaltet, wenn der VPD-Wert den Auslöser von 1,4 um 0,1 kPa überschreitet. Steigt der VPD-Wert weiter an, zum Beispiel auf 1,8 kPa, erhöht sich auch die Leistung des Luftbefeuchters entsprechend stufenweise bis auf Stufe 4, um den Wert wieder zu stabilisieren. Zum Schluss können wir auch hier wieder eine Mindestlaufzeit festlegen. In unserem Beispiel setzen wir 1 Minute, damit das Gerät nach einer Auslösung nicht sofort wieder abschaltet, sondern tatsächlich genug Zeit hat, Feuchtigkeit zu erzeugen und den VPD aktiv zu beeinflussen, ohne ständig zwischen an und aus zu springen. Damit ist auch der VPD-Modus einmal ganz grob erklärt und eingestellt. Zum Schluss noch ein kurzer Hinweis. Man kann jederzeit auf den Namen der Automation klicken und dieser einen individuellen Namen geben. So lassen sich mehrere Automationen erstellen und klar voneinander unterscheiden, zum Beispiel je nach Wachstumsphase der Pflanze oder bestimmten Situationen im Setup. Der große Vorteil dabei ist, dass man diese Automation anschließend ganz einfach über einen Switch-Button aktivieren oder deaktivieren kann, je nachdem, was gerade benötigt wird. Habt ihr also noch Fragen zum Thema Automation? Dann schreibt sie doch gerne hier unten in die Kommentare. Auch Anregungen und Ideen für neue Videos sind hier sehr gerne gesehen. Von daher abonniert den Kanal und verpasst kein weiteres Video von uns. Ich freue mich auf euch.